Okay, haben Sie noch irgendwelche Fragen, was die Untersuchung betrifft? Okay, wunderbar. Dann würde ich sagen, fangen wir an. Ich mache die Bank einmal fertig und Sie können sich dann schon mal untenrum frei machen. Die Hauptthemen, mit denen wir hier in der Praxis zu tun haben, sind das, was die meisten auch kennen: Inkontinenzprobleme. Die Blase oder der Darm hält nicht richtig dicht. Ja, das heißt, entweder kommt da einfach was raus und ich will das nicht oder der Zeitpunkt passt nicht. Dann aber auch, wenn es um Senkungsprobleme geht, häufig Blasensenkung, Gebärmuttersenkung, Darmsenkung. Schmerzen im Beckenboden haben wir auch recht viel. Und ich glaube, ein sehr unterschätzter Bereich ist, wenn es um die Sexualfunktion geht. Also auch da ist mein Beckenboden mit involviert. Der muss zum Beispiel, wenn ich jetzt an weiblich gelesene Personen denke, locker lassen können. Ja, ein verkrampfter Beckenboden wird wahrscheinlich dafür sorgen, dass wir Schmerzen haben beim Sex. Oder wenn ich an männlich gelesene Personen denke, möchte ich, dass der Beckenboden zum Beispiel erstmal locker lassen kann, damit ich eine gute Erektionsfähigkeit habe. Möchte aber, dass mein Beckenboden dann die Spannung hält, damit die Erektion bleibt. Oder wenn ich an die Ejakulation denke, dass ich auch so ein An- und Entspannen im Wechsel habe. Das wird natürlich nicht alles alleine durch den Beckenboden gesteuert, aber der hat hier einen relativ großen Anteil und deswegen sollten wir den da auch nicht ignorieren. Was macht denn Probleme? Was sollen wir uns angucken hier in der Therapie? Mein Beckenboden im Sinne von, ich bin mir nicht sicher, ob es eine leichte Inkontinenz ist. Das sind Beschwerden, die mir vermehrt aufgetreten sind. Beckenbodenprobleme sind nicht nur ein Thema der älteren Generation, sondern das kann in allen Altersgruppen auftreten. Hier bei mir in der Praxis kann ich sagen, sind so im Durchschnitt die meisten zwischen Anfang 30, Mitte 40. Und was das Geschlecht angeht, müssen wir sagen, klar, wenn ich das jetzt mal rein anatomisch betrachte, wie eben einfach die Becken männlich-weiblich aufgebaut sind, ist es dann eben einfach aufgrund dessen so, dass wir häufiger Frauen sehen als Männer. Würde ich hier in der Praxis sagen, so circa 2/3 Frauen, 1/3 Männer. Also ja, es sind auch Männer hier, aber es sind auch alle hier, die sich vielleicht nicht binär identifizieren, die sich anderen Geschlechtern oder Identitäten zuordnen. Also natürlich auch die kommen zu uns in die Praxis. Dann würde ich gerne ein paar Sachen noch fragen, so einfach alles, was so mit dem Beckenboden zu tun hat, irgendwelche Beschwerden, so schauen können, gibt es noch irgendwas, wo wir vielleicht hingucken sollten. Ich würde gerne mit der Blase anfangen. Wenn Sie jetzt an so Sachen wie Husten, Niesen, Springen denken, da fühlt sich die Blase auch nicht unbedingt durchgeärgert. Doch, teilweise schon. Husten, Niesen weniger, aber mir fällt es auf, manchmal, wenn man nochmal feiern geht, dann versorge ich mich immer schon mit einer etwas dickeren Einlage. Ja. Das sind echt so zwei ganz interessante Punkte, wo es vielen tatsächlich so geht, weil dann meistens diese Kombination vielleicht noch singen, laut singen, was ja auch ein Druck im Bauch ist, springen, hüpfen, noch mehr Druck auf dem Beckenboden. Und oft ist es ja auch mit Alkoholkonsum verbunden, wo wir wissen, Alkohol macht auch die Muskeln ein bisschen entspannter, es macht das Einhalten auch gerne ein bisschen schwerer. Und wir wissen natürlich auch, dass es die Diurese anregt. Ne? Ja. Aber trotzdem soll natürlich der Beckenboden in der Lage sein, mich durch die Situation durchzubringen. Je offener wir reden können, desto zielgerichteter können wir behandeln. Und aufgrund dieses Gespräches, also nicht nur aufgrund dessen, was auf dem Rezept steht, ja, sondern meine Basis der Behandlung ist, was erzählst du mir? Es gibt manchmal Diagnosen, die gefühlt auf fast allen Rezepten stehen und dann fängt die Person an, mir zu erzählen, was sie hat und ich merke, da steckt so viel mehr hinter als das Wort, das auf dem Rezept steht. Also wir führen ein Gespräch, wir reden darüber, welche Probleme sind denn da und dann gucken wir uns den Beckenboden an. Was ist der eigentlich? Wo liegt der? Ja, wir gucken uns Modelle und Bilder an. Ich erkläre ein bisschen was dazu und dann gucken wir uns auch mal an mit Übungen, wie kann ich den anspannen, wie funktioniert das, kann ich den Beckenboden vielleicht auch in verschiedenen Bereichen anspannen, kann ich einen Fokus legen. Also wir erstellen wirklich einen Funktionsbefund. Wie wenn ich die Schulter untersuche, dann gucke ich ja auch, ist die beweglich, kann ich Widerstand reingeben. Nur hier ist es im Beckenboden und der vaginale oder rektale Zugang. Aber am Ende untersuchen wir einen Bereich, der Probleme macht, genauso wie wir jeden anderen Körperbereich in der Physiotherapie ja auch untersuchen würden. Auf Basis dieser Untersuchungen spezifizieren wir vielleicht nochmal die Übungsauswahl.
nehmen vielleicht auch Hilfsmittel, die neben der Physiotherapie laufen können, mit ins Boot. Ich möchte also, dass die Person, die zu mir kommt, möglichst selbstwirksam mit dem, was wir hier erarbeiten, natürlich auch zu Hause üben kann und nicht unbedingt davon abhängig ist, immer zu mir zu kommen. Ich erzähle die ganze Zeit, was ich mache, was ich feststelle. Wenn aber irgendwas unangenehm ist, sie sich nicht wohlfühlen oder merken, irgendwie fühle ich mich gerade nicht mehr gut, sagen Sie mir jederzeit Bescheid. Denn wir können jederzeit eine Pause machen oder auch ganz aufhören, wenn Sie das Gefühl haben, nee, das geht jetzt nicht mehr. Mir ist wichtig, dass Sie sich so gut es geht wohlfühlen während der Untersuchung und sich nicht durch irgendwas durchquälen, womit Sie sich gar nicht wohlfühlen. Dann würde ich sagen, fangen wir an. Ich mache die Bank einmal fertig und Sie können sich dann schon mal untenrum frei machen. Ich habe einmal diesen Spiegel hier, den können Sie einmal in die linke Hand nehmen und einmal so halten, dass Sie den Intimbereich sehen können. Geht das so? Okay. Ich würde jetzt einmal erstmal von außen gucken, nicht erschrecken, ich nehme die Gesäßhälften mal ein Stückchen auseinander. Alles okay? Wunderbar. Und dann schaue ich jetzt erstmal. Ich sehe, die Haut ist gut durchblutet, da ist nichts gerötet oder gereizt oder umgekehrt zu blass, was auf ein Durchblutungsproblem hinweisen könnte. Dann ein bisschen Orientierung. Wo sind wir? Hier oberhalb meines Fingers ist der Ausgang der Harnröhre. Genau, und ansonsten sehen wir, der Vaginaleingang ist verschlossen. Wir sehen hier so ein paar Hautzipfelchen. Das ist ein Schleimhautkranz, das Hymen oder auch Jungfernhäutchen, sagt man sonst dazu. Und hier unten der Bereich, das ist der Damm. Jetzt möchte ich, dass Sie den Beckenboden mal anspannen. Und nochmal, man sieht sehr, sehr gut, was passiert. Der Schließmuskel zieht zusammen, der Schließmuskel und der Damm zieht in den Körper rein. Und wenn du locker lässt, kommt das auch wieder zurück. Dann darfst du einmal husten. Ja, super. Da sieht man zwei Sachen, das ist sehr schön. Man sieht also einmal, der Beckenboden federt ein bisschen. Ja, also ich möchte, dass der Beckenboden da auch beweglich sein kann. Man sieht aber auch sehr schön, kurz nach dem Husten entspannt der Beckenboden wieder. Das heißt, der hat vorher von alleine angespannt. Das soll er auch. Dann dürfen Sie einmal schieben. Wunderbar. Und wieder locker lassen. Und hier sieht man auch schön, wie der Dammbereich sich ein bisschen nach unten bewegt. Und nochmal. Wir sehen aber auch gleichzeitig, dass sich nichts im Vaginaleingang zeigt, was wir da nicht sehen können. Das heißt, wenn wir irgendwie eine Senkung oder irgendetwas in der Art hätten, könnten wir theoretisch hier schon mal was sehen. Ja? Gibt es da noch irgendwelche Fragen? Wunderbar. Dann können Sie den Spiegel einmal hinter den Rücken nehmen. Das ist das, was wir von außen sehen können. Ich würde jetzt einmal von innen tasten. Ich nehme ein kleines bisschen Gel an den Finger. Rund um den Termin steht nicht nur die Informationsbeschaffung, was ist mit dem Beckenboden los, sondern auch, dass die Person, die untersucht wird, sich auf jeden Fall wohlfühlt und das als sicheren Ort wahrnimmt. Uns ist natürlich oder mir auch total klar, dass es eine ganz besondere Situation ist, weil man zieht sich in der Regel nicht mal eben einfach so aus und dann werden wir auch noch konkret in dem Bereich arbeiten. Ich versuche also über wie ich rede, dass wir abschließen, dass wir halt Ruhe in die Situation bringen, das so normal wie möglich zu machen. Also eben einfach zu sagen, so hey, das ist jetzt nichts Schlimmes, nichts, wofür man sich schämen muss. Es ist auch nicht schlimm, ob rasiert oder nicht oder ob die Socken verschiedene Farben haben. Das sind Sachen, die sind vollkommen egal. Jeder Intimbereich ist genauso individuell wie dein Fingerabdruck. Also alle Varianten sind in Ordnung, aber da ist eben oft das muss so aussehen und dadurch entsteht viel Sorge vor, ich glaube, ich sehe nicht aus wie die Norm. Aber es gibt hier eigentlich gar keine Norm. Das wissen wir nur nicht, weil es nicht kommuniziert wird. Das sind die größten Sorgen tatsächlich. Ja. Dann führe ich den Finger jetzt einmal ein. Geht das? Ja. Okay. Alles in Ordnung? Okay. Ich bin jetzt hier erstmal im Bereich innerer, äußerer Schließmuskel. Und ich merke, dass hier eine ziemlich gute Grundspannung ist im Beckenboden. Heißt, wir haben gerade nicht zu wenig Spannung, aber auch nicht zu viel. Ich möchte, dass du deine Schließmuskeln jetzt einmal anspannst, so fest wie du kannst. Ja, wunderbar. Und wieder locker lassen. Und ich merke hier eine sehr, sehr kräftige Spannung im Beckenboden. Merke aber auch, wenn du locker lässt, dass dein Beckenboden auch wieder gut entspannen kann. Ich drehe meinen Finger nochmal. Ja, und dann möchte ich, dass du den Beckenboden jetzt einmal anspannen und die Spannung mal halten.
Wunderbar. Und 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Wieder locker lassen. Überhaupt kein Problem. Auch hier Spannung, sagen wir 10 Sekunden, sollte die Spannung auf einem Level bleiben. Gar kein Problem. Nicht wundern, ich führe meinen Finger jetzt ein bisschen weiter ein. Das fühlt sich mal ein bisschen komisch an. Dann mal ein bisschen Orientierung. Wo bin ich eigentlich? Wenn ich meinen Finger jetzt einmal hier nach vorne drehe, merken wir, da ist die Prostata und darunter die Blase. Und das kann manchmal ein leichtes Dranggefühl auslösen, wenn ich da drücke. Das ist ganz normal. Immer wenn wir ein Organ drücken, spüren wir hier einen Drang an der Blase. Genau das Gleiche, wenn ich meinen Finger einmal drehe und nach unten Richtung Darm drücke, merken wir auch da kommt ein Dranggefühl. Ja? Gut, wenn ich ein bisschen nach hier oben gehe, schaue ich mal, da habe ich den Gebärmutterhals, komme ich so gerade dran, gute Lage. Dann habe ich hier auf der rechten Seite einmal den Sitzbeinhöcker und schon eine Idee für die Muskeln gleich. Das einmal anspannen gut, und wieder locker lassen. Anspannen, locker. Anspannen, locker. Anspannen. Die Schnelligkeit hat nachgelassen und die Entspannungsfähigkeit ist schwieriger geworden. Also die ersten 4 Wiederholungen waren eigentlich total gut und dann wird die Entspannung hat dann immer mehr Zeit gebraucht. Auch so, dass ich sagen würde, am Ende, es hätte noch ein bisschen lockerer sein dürfen. Ne? Genau. Wir nutzen das jetzt mal kurz therapeutisch. Ja? Sie dürfen Ihren Beckenboden noch mal anspannen, dann merken Sie vielleicht, dass Sie meinen Finger damit hochziehen, Richtung Bauchnabel und Decke. Genau. Und jetzt dürfen Sie wieder locker lassen. Was ich mache, ich drücke meinen Finger mal ein bisschen nach unten und versuchen Sie mal, ob Sie meinem Finger folgen können, ob das noch ein bisschen nachgeben darf. Sehr gut. Und wieder anspannen, Steißbein zwischen die Beine ziehen. Sehr gut. Und Steißbein wieder ablegen. Hier reicht es einfach zu sagen, ich möchte es auf die Bank ablegen. Jetzt haben wir auch eine schöne Entspannung. Das klappt ganz gut. Ja? Die Beckenboden-speziellen Weiterbildungen zielen genau auf ganz tiefes Fachwissen auch ab, auf verschiedene Krankheitsbilder, Themenkomplexe, Dysfunktion. Wie mache ich eine Untersuchung? Wie läuft die ab, wenn ich es vaginal mache? Wie ist es, wenn es rektal ist? Wie gehe ich in dieser Situation damit um? Also wie gestalte ich die Untersuchungssituation ja auch? Wie kann ich das so gut wie möglich standardisieren? Hier wirklich der Tipp, sich eine geschulte Therapeutin zu suchen, weil das lernt man erst in der Weiterbildung. Vielleicht mal ein kleiner Schwenk allgemein zu, wie werden Physios eigentlich ausgebildet. Wir lernen im Rahmen unserer Berufsausbildung und eben auch später in den Weiterbildungen immer aneinander. Das heißt, ihr könnt davon ausgehen, dass die Person, die euch gerade behandelt und untersucht, genau weiß, wie sich das anfühlt, weil das irgendwann mal mit ihr gemacht wurde. Das heißt, im Rahmen meiner Beckenbodenausbildung bin ich auch untersucht worden, vaginal und rektal. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich weiß, wie sich die Situation anfühlt, sich auszuziehen vor einer Person, in dem vor einer Kollegin, die ich heute erst kennengelernt habe oder gestern, also die ich eben auch nicht kenne. Das sind natürlich die gleichen Ängste gewesen, die die Menschen, die zu mir kommen, auch haben. Ne? Auch so, oh Gott, wie sieht das denn jetzt bei mir aus? Nicht, dass das irgendwie komisch aussieht. Das war genau das eigentlich. Also ich habe am Ende genau die gleichen Sorgen gehabt wie die Menschen, die zu mir kommen. Deswegen fühle ich das so, dass diese Sorgen da sind, kann aber auch eben aus fachlicher Seite sagen, unbegründet, denn die Person, die mich untersucht hat, der war das auch egal. Aber am Ende sind wir nur Menschen, die mit Sorgen in Sachen reingehen, weil jeder auch sein Thema mit dem Körper hat. Ja.